Efeu wächst in Mitteleuropa fast überall. Es sind die Lianen des Nordens. Doch kaum einer nutzt dieses vielseitige Naturmaterial. Ich möchte heute daraus einen Korb flechten und euch dabei ein bisschen was über Efeu erzählen. Zuerst befreie ich den Efeu grob von Blättern und Wurzeln. Dies ist mein erster Efeukorb. Ich habe anfangs versucht, die Rinde mit dem Messer abzuschnitzen, aber es geht auch einfacher. Mit heißem Wasser kann man nicht nur den Dreck abwaschen, sondern die weiche Rinde löst sich von dem inneren Holzkern. Aber man kann die Rinde natürlich auch einfach dran lassen. Man kann Efeublätter, die nach dem Korbflechten übrig sind, zerkleinert übrigens zum Waschen nutzen. Die in ihnen enthaltenen Saponine funktionieren ähnlich wie bei den Waschnüssen. Allerdings hätte ich Bedenken, dass meine Wäsche danach grün ist. Efeu hat übrigens auch viele heilende Eigenschaften, ist aber hochgiftig und sollte niemals gegessen werden. Zum Korbflechten legt man als erstes je 3 stabile Ranken im 90°-Winkel aufeinander. Man beginnt zuerst mit dünnen Ranken zu flechten oder zu weben. Diese werden relativ mittig geknickt und mit dem Knick um die Gerüststarken herumgelegt. Beim Flechten wird nun nach jedem Darüberlegen das Rankenpaar einmal verschränkt und somit abwechselnd oben und unten über die Gerüststarken drüber gewoben. Daraus formt sich langsam ein flacher Teller. Das wird der Boden des Korbes werden. Efeu ist relativ stabil und formbar, solange er grün ist. Sobald er trocknet, wird er hart und brüchig. Um Efeu zu flechten, muss man ihn in Wasser einweichen, um ihn weich und geschmeidig zu halten. Wenn man mit grünen Efeuranken flicht, sollte man sich im Klaren darüber sein, dass die Ranken noch schrumpfen werden. Nach ein paar einfachen Runden werden die Gerüststarken aufgefächert und einzeln umwoben. Der Teller sieht nun wie eine Sonne aus. Sobald der Teller groß genug ist, biegt man die Gerüststarken leicht nach oben und beginnt mit der Korbwandung. Wenn die Abstände zwischen den einzelnen Gerüststarken zu groß werden, muss man Zwischenstarken einfügen. Das geht am besten mit Hilfe einer Ahle. Die Anzahl der Rippen sollte aber immer ungerade sein. Ab dem Bodenrand kann man dann beginnen, einzelne dickere Ranken zum Weben zu verwenden. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, lass doch gerne mal einen Daumen hoch da, das würde mich riesig freuen. Wenn dann der Korb die gewünschte Größe erreicht hat, steckt man das Ende der letzten Ranke neben einer der Gerüstrippen ins Geflecht. Für einen sauberen Korbrand biegt man die Gerüstrippen selbst zur jeweils nächsten Rippe hin und steckt sie mit Hilfe einer Ahle ins Geflecht hinein. So entsteht Stück für Stück der fertige Korb. Nachdem die letzte Rippe verstochen wurde, schneidet man innen und außen alle überstehenden Enden der Ranken ab. Egal ob für Survival-Situationen oder als hübsches Accessoire für zu Hause, ein Korb aus Efeuranken kann man ganz einfach selber basteln und ich finde, er ist richtig schick geworden. Hast du schon mal einen Korb selber gebastelt?
Schreibt gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback, lasst gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao!